ist einfach reizvoll. Also das knistert dann einfach. Die Berührung und der Geruch. Ein Mädel in den Armen haben, das ist einfach was Nettes, oder? Ja, aber der tanzt schon auch wegen Tanz nach, gell? Ja, das ist gerade nebenbei. Leute, die tanzen, sind immer lustige Leute. Tanz ist einfach Ausdruck der Freude. Richtig, auch. Auch, ja, genau. Ja. Die Freude, was ich da anbringe, die übertragt sich natürlich auch auf die ganze Familie. Da profitiert eigentlich jeder davon. Das spürt man am Abend, das ist ganz leicht. Das hat nicht mit ihrem Körpergewicht zu tun, sondern das ist dann leicht, wenn sie eben wirklich genau im gleichen Rhythmus mitschwingt und mitdreht. Das ist sicher die Traumpartnerin dann. Die Bewegung stimmt und mit dem Partner ist man dann so harmonisch. Also ich finde das einfach toll. Ja, es ist schon was schön. Ich meine, wenn die Bewegung ist und du hast einen Partner oder eine Partnerin, die was ständig auf die Füße klopft, Dann liegt es aber dann an demjenigen, der führt. Wir als ganz junge Burschen, schon mit 15, 16 Jahren, haben das Tanzen eigentlich in die Bauernstuben noch gelernt. Und das nicht am Abend oder später in der Nacht, sondern einfach mitten am Tag sind da die Fleckerteppich zusammengerollt worden und man hat auf dem Boden getanzt, teilweise einfach in die Socken oder überhaupt barfuß. Bei uns ist es so, dass wir unterm Kochen alles liegen und stehen lassen und eine Runde tanzen. Auf einmal ist die ganze Hemmung weg und man hat so das Gefühl, jetzt schwebe ich über den Boden drüber. Und da gibt es Erzählungen, wo im Zillertal zum Beispiel, wenn sie ganz übermütig waren, dass sie auf der Decke umdreht haben. Das heißt, die Tänzerinnen haben die Tänzer umgekehrt, also mit dem Kopf nach unten tragen müssen. Und die haben auf der Decke umdreht, damals mit genagelten Schuhen, kann man sich vorstellen, wie der Wirt der Gaudi gehabt hat. Es gibt auch Leute, die haben einen Juchat lassen, was ihnen besonders Spaß macht. Oder die Tänzerin zusätzlich ein paar Mal drehen und so weiter. Das sind alles Dinge, wo man seinen inneren Zustand zum Ausdruck bringen kann. Das Outfit irgendwie unterstützt ein bisschen. Die Lederhose von den Männern unterstützt die ganzen Rhythmen. Es ist so, als ob du eine Trommel hast. Diese Body Percussion nennt man heutzutage. Das heute brutal in ist. Stomp. Diese Gruppe Stomp, dass man diese Klopferei macht. Wo kommt denn das her, bitte? Das ist vielleicht jetzt vergleichbar mit dem Schuchplattel. Ja, na logisch. Wo kommt das her? Das heißt nicht, dass ich der Schuchplattel abstauben will. Nein. Die Leute waren arm und es gab nur ein Festtagsgewand und das war eben die Tracht. Man will einfach den Tag, das Tun, außerstreichen mit einem schönen Gewand. Eine gehörige Portion Patriotismus muss da auch dabei sein. Dass man sagt, okay, mir gefällt das auch, was ich da tue. Es gibt auch Tänze, die urplötzlich Partnerwechsel haben und dadurch ergibt sich oft die Möglichkeit, wenn man schnell genug ist, zu dem Partner hinzukommen, den man gerade möchte. Gerade bei einem Bayerischen, wo auch der Mann seine Kraft einfach zeigt und mit den Füßen am Boden stampft, wie es eigentlich auch der Hahn macht, wie es jetzt sein Händen kommt. Wie der Auerhahn halt, also so Balzgehabe. Ne?
sind mehr Frauen beim Tanzen als wir Männer. Aber das kommt nicht daher, dass die Männer nicht mehr balzen mögen, sondern ich glaube eher, die Männer sind einfach tanzfaul. Es ist anscheinend nicht mehr so cool, aber das war ein absoluter Aufreißaspekt. Ja? Das vergessen sie leider. Die meisten von denen eigentlich trauen sich nicht. Oft auch vielleicht Unsicherheit, weil sie sich nie die Zeit genommen haben, wenigstens ein paar einfache Tanzschritte zu lernen. Die Mandelleute stehen wirklich eher an der Decke und trinken ein kleines Bier und schauen ein bisschen zu. Vom Zuschauen allein, da lernt man es nicht. Man muss einfach selber aktiv sein und gleich mitmachen. Diese männliche Getue, was eigentlich auch beim Volkstanz da sein sollte, das musst du wirklich als Kind schon lernen. Und wenn einer wirklich gut tanzen kann, dann ist man ja fast schon dahingeschmolzen. Bei den ersten Drehungen fragt man sich einmal, wie sie heißt und wo sie herkommt. Und oft merkt man nachher auch, dass sich ein Mädel verkrampft. Man merkt das auch die Rückenmuskel und dann sagt man ganz einfach, hey Mädel, verkrampft dich nicht, lass dich zurück. Zu denen hast du einen Mann, der dich hebt. Wenn du so einen Partner hast, dann willst du gar nicht mehr aufhören. Dann kann man die ganze Nacht durchtanzen und da sind sämtliche Hormone ausgeschüttet, von den Glückshormonen angefangen. Und selbstverständlich ladet man sich nachher gerne auf ein Glas Sektlein oder auf ein Schnapsel, um das Beisammensein noch ein bisschen zu verlängern und einmal auch zu hinterfragen, wenn man ein bisschen ein Schlitzohr ist, ob sie überhaupt schon gebunden ist und alles. Reiz, das sich ständig berühren, wieder loslassen, zusammen, auseinander. Man guckt sich die Frau von hinten und dann einmal von unten und dann einmal durchs Fenster durch. Dabei auch zum Beispiel die Busselfigur, wo man sich geküsst hat. Man druckt halt das Dirndl zu oder das Dirndl druckt ihn auch ein bisschen zu. Also da gibt es noch schon mehr körperliche Kontakte. Man will das Mädchen nicht kennenlernen, nur zum Händchen halten, sondern es sollte sich auch mehr daraus ergeben. Es gibt den Ausspruch, Tanzen ist Sünde. Und der das sozusagen beobachtet oder regelt, ist halt die Kirche. Und natürlich lehnt sich das Volk gegen solche Gebote auf und macht es gerade Fleiß. Dann gibt es natürlich auch ganz freie Zeiten, zum Beispiel Adventzeit und die Fastenzeit. Und ich finde, dass man das schon einhalten könnte, weil es ja umso schöner ist, wenn man nicht immer alles hat. Ne? Man kommt mit Leuten zusammen, mit denen man sich einfach gut versteht. Und wirklich wieder einander in die Augen schauen kann und ein bisschen miteinander reden und danach auseinandergeht und man hat nicht sich nur ausgetobt, jeder für sich allein und seinen Egoismus breit gemacht. Ich bin total gedankenleer. Da geht alles nur vom Bauch aus und nichts vom Kopf. Und das ist das, was mir einfach am meisten Spaß macht. Ja, und die ganze Woche und die Chefitäten und alle vertragt man viel leichter, weil man eigentlich irgendwann lustig war und gut aufgelegt. In Tirol, sagt er, ist ein Spaß, sagt er, tut man tanzen, sagt er, nach dem Pass, sagt er, und auf Golden, sagt er, geht er pur, sagt er, und sein Dirndl, sagt er, singt dazu. Und sie sagt dann, ja, seit sie jetzt wieder tanzen geht, kann sie endlich wieder mal schlafen.